Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute ist Tag 164. Wahnsinn, oder? Absolut, die Zeit vergeht echt schnell. Total. Und also unser Thema heute lautet soziale Ungleichheit. Ein wirklich wichtiges Thema. Ja, finde ich auch. Das ist ja im Alltag, in den Nachrichten und in ganz vielen Diskussionen extrem präsent. Und wir lernen heute 15 wichtige Wörter dafür. Genau. Und dabei ist es halt extrem wichtig, nicht nur die Vokabeln zu kennen, sondern auch die gesellschaftlichen Zusammenhänge dahinter zu verstehen. Richtig. Aber bevor wir so richtig in die Tiefe gehen, haben wir eine spezielle Methode für euch. Oh ja? Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Hier sind 3 einfache Schritte. Schritt 1: Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Schritt 2. Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genau so zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Schritt 3: Aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Genau. Und bleibt bis zum Ende dort, hört ihr unsere Mini-Story. Darauf freue ich mich schon. Ich auch. Also, lass uns direkt anfangen. Wir haben ja 15 Wörter und wir starten mit der Basis, also den Substantiven. Mhm. Das erste Wort ist die Schere. Auf Englisch übersetzt man das in diesem Kontext oft mit the gap. The gap, genau. Normalerweise ist eine Schere ja das Ding, womit man Papier schneidet. Aber hier ist das ein Bild, oder? Ja, eine Analogie. Denk mal an eine echte Schere. Wenn du sie aufmachst, dann gehen die beiden Seiten immer weiter auseinander. Ah, okay. Der Abstand wird größer. Genau. Und in der Gesellschaft bedeutet das, der Abstand zwischen armen und reichen Menschen wird größer. Die Politik muss hier echt gegensteuern, weil eine zu große Schere gefährlich für den sozialen Frieden ist. Verstehe. Also ein Beispielsatz wäre, die soziale Schere öffnet sich immer weiter. Perfekt. Okay, das nächste Wort finde ich extrem spannend. Das Privileg. Das heißt auf Englisch Privilege. Privilege. Ein Privileg ist ein besonderer Vorteil, den jemand hat, oft ohne dass er hart dafür arbeiten musste. Aber warte mal, also wenn wir jetzt auf Bildung schauen, ne? Ja, Ist dann eine exzellente Bildung in unserer heutigen Gesellschaft nicht eher ein Privileg für reiche Familien geworden, anstatt ein Recht für alle? das ist eine sehr kritische, aber leider oft zutreffende Frage. Ja, eigentlich sollte Bildung ein Recht sein. Aber wer reiche Eltern hat, bekommt halt teure Nachhilfe, kann ins Ausland gehen. Und das ist dann dieses Privileg. Genau, ein Vorteil, der nicht für alle zugänglich ist. Okay, krass. Kommen wir zum dritten Wort, der Wohlstand. Auf Englisch bedeutet das Prosperity. Prosperity. Also für mich bedeutet Wohlstand einfach finanzielle Sicherheit, dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn der Kühlschrank kaputt geht oder so. Ja, das ist ein schönes Bild. Und Wohlstand ist eigentlich sehr eng mit der Demokratie verknüpft. Inwiefern? Naja, in einer guten Gesellschaft sollte der Wohlstand für alle da sein, nicht nur für wenige. Wenn der Wohlstand fair verteilt ist, funktioniert die Demokratie einfach besser. Richtig, weil die Leute weniger Angst haben. Absolut. Das bringt mich direkt zum nächsten Wort. Die Herkunft. Auf Englisch ist das the background. The background? Genau. Die Herkunft beschreibt deine familiären Wurzeln, also aus welcher Familie kommst du, wo bist du aufgewachsen. Und weißt du, was ich da total schockierend finde? Was denn? Ich habe da eine Statistik gelesen, dass die Herkunft in Deutschland oft schon den späteren Erfolg vorbestimmt. Mhm. Leider ja. Also, wenn deine Eltern studiert haben, studierst du wahrscheinlich auch. Genau. Und das zeigt, wie mächtig die Herkunft ist. Das ist halt nicht immer nur die eigene Leistung. Was irgendwie traurig ist, weil das führt uns zu unserem 5. Wort, das Motto. Every man is the architect of his own fortune. Genau. Und das klingt ja erstmal super motivierend, oder? So nach dem Motto, ich kann alles schaffen, wenn ich nur hart arbeite. Ja,
Das klingt wirklich gut, aber analytisch gesehen. Ja, es ignoriert völlig die realen Hürden. Wenn wir an die Wörter von eben denken, also Herkunft und Privileg. Ach so. Ja, jemand mit schlechten Startbedingungen muss viel härter arbeiten, um dasselbe Glück zu schmieden. Das Motto ist also, ein bisschen illusorisch für viele Menschen. Wahnsinn. Da hängt alles zusammen. Das tut es. Okay, bevor wir jetzt zu den Verben kommen und uns anschauen, wie sich Ungleichheit in echten Handlungen zeigt, noch ein ganz kurzer Hinweis. Ja. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das würde uns riesig freuen. So, weiter geht's. Jetzt kommen wir zu den Handlungen, also den Verben. Und ganz wichtig für euch, wir nennen hier immer auch die Perfektform, weil ihr die im Alltag ständig braucht. Genau. Gesprochenes Deutsch benutzt fast immer das Perfekt für die Vergangenheit. Richtig. Unser erstes Verb ist brüten. Auf Englisch bedeutet das to ponder. Und die Perfektform ist hat gebrütet. Hat gebrütet. Bei Brüten muss ich immer an einen Vogel denken. Also so eine Henne, die auf einem Ei sitzt. Ja, das ist das wörtliche Bild. Aber in unserem Thema bedeutet es etwas im übertragenen Sinn. Es heißt, man denkt sehr intensiv und lange über ein Problem nach. Man sitzt quasi auf dem Problem. Ah, okay. Also als Beispielsatz, die Politiker haben lange über neuen Gesetzen gebrütet, um die Armut zu bekämpfen. Sehr gut. Sie haben gebrütet, aber hoffentlich ist am Ende auch etwas Gutes geschlüpft. Tja, hoffentlich, ja. Kommen wir zum zweiten Verb. Verhängen. Auf Englisch heißt das to impose. Die Perfektform lautet hat verhängt. Genau. Das benutzt man oft im staatlichen Kontext. Eine Strafe verhängen. Zum Beispiel, der Staat hat Sanktionen verhängt. Sanktionen, also Strafen. Wenn jemand zum Beispiel arbeitslos ist und einen Termin verpasst, dann hat das Amt eine Strafe verhängt und das Geld gekürzt. Richtig. Aber ich frage mich da immer nach dem Warum. Hilft das dem Betroffenen wirklich, wenn man Sanktionen verhängt? Das ist eine riesige politische Debatte. Manche sagen, es braucht Regeln. Aber Experten sagen oft, es setzt die Menschen nur unter Druck und löst das eigentliche Problem nicht. Verstehe. Ein schwieriges Thema. Definitiv. Das nächste Verb regt mich persönlich immer ein bisschen auf. Oh, welches ist es? Spekulieren. Auf Englisch to speculate. Die Perfektform ist hat spekuliert. Mich regt das auf, weil Wohnraum heute oft wie der Aktienmarkt behandelt wird. Ja, Investoren haben mit Immobilien spekuliert. Und das macht die Mieten einfach völlig unbezahlbar für normale Leute. genau das ist der wirtschaftliche Kontext. Beim Spekulieren kauft man etwas nur in der Hoffnung, dass es teurer wird. Wenn jemand mit Wohnungen spekuliert hat, geht es nicht mehr darum, dass dort Familien leben. Es geht nur um Profit. Und das ist echt ein Problem in großen Städten. Ja, absolut. Okay, das nächste Verb passt da direkt dazu. Benachteiligen. Auf Englisch to disadvantage. Die Perfektform ist hat benachteiligt. Hat benachteiligt. Das bedeutet, man wird schlechter behandelt als andere. Und das verbindet sich direkt mit der vorherigen Diskussion. Wie meinst du das genau? Schau dir das Steuersystem oder den Wohnungsmarkt an. Das System hat Geringverdiener systematisch benachteiligt. Wer wenig Geld hat, zahlt prozentual oft mehr oder leidet mehr unter hohen Mieten. Stimmt. Sie werden also aktiv vom System benachteiligt. Richtig. Okay, lass uns das Gespräch mal auf eine positive Lösung lenken. Wie können wir helfen? Das bringt uns zu unserem letzten Verb, fördern. Auf Englisch to promote oder auch to support. Und im Perfekt hat gefördert. Genau. Also, wie können wir diese Ungerechtigkeit stoppen? Ein gutes Beispiel ist doch, wenn man Kinder aus schwierigen Verhältnissen frühzeitig gefördert hat. Ja, das ist der beste Weg, um endlich mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Der Staat hat zum Beispiel kostenlose Sprachkurse oder Nachmittagsbetreuung gefördert. Hat gefördert. Super, das gibt ein bisschen Hoffnung. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch die Adjektive. Wir müssen ja beschreiben können, wie sich diese Situation für die Gesellschaft anfühlt. Das erste Adjektiv ist unweigerlich. Auf Englisch inevitably. Das bedeutet, etwas passiert ganz sicher. Man kann es nicht aufhalten. Hast du da ein Beispiel? Ja. Wenn man benachteiligte Kinder nicht fördert, führt das unweigerlich zu sozialen Spannungen in der Zukunft. Unweigerlich. Okay, dann haben wir ein Wort, das eigentlich toll klingt. Spektakulär. Auf Englisch spectacular. Normalerweise denke ich da an ein tolles Feuerwerk oder ein Fußballspiel. Aber hier, Hier nutzen wir es, um aufzufallen. also nicht im positiven Sinne.
Nein, wir sprechen hier über den auffälligen, fast schon absurden Reichtum von Tech-Giganten. Ihr Vermögen ist spektakulär groß. Es sprengt jede normale Vorstellungskraft. Ja, das stimmt. Wenn eine Person Milliarden besitzt, das ist spektakulär. Genau. Und um mit all dem umzugehen, sind viele von uns etwas, das unser drittes Adjektiv beschreibt. Besessen. Auf Englisch obsessed. Warum sind wir in unserer Gesellschaft eigentlich so besessen von ständigem Konsum? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist eine Art Ablenkung. Wir sind besessen davon, das neueste Handy zu kaufen oder neue Kleidung. Ja, da muss ich auch über mein eigenes Einkaufsverhalten nachdenken. Manchmal kauft man Dinge nur, um ein kurzes Glücksgefühl zu haben. Richtig. Man ist vom Konsum besessen, um andere Unsicherheiten zu überdecken. Wobei manche Menschen gar kein Geld für Konsum haben. Und das ist unser viertes Adjektiv. Prekär. Auf Englisch precarious. Prekär beschreibt eine Lage, die sehr unsicher ist. Also zum Beispiel Alleinerziehende, Mütter oder Väter, die in einer finanziell prekären Situation leben. Genau. Prekär bedeutet, dass schon eine kleine, unerwartete Rechnung alles zusammenbrechen lassen kann. Die Lage ist instabil. Das ist echt hart. Und das letzte Wort für heute ist das große Aha-Wort. Oh ja? Systemisch. Auf Englisch systemic. Was genau fasst das zusammen? Es fasst eigentlich alles zusammen, worüber wir heute geredet haben. All diese Probleme, also die prekären Lagen, die Benachteiligung, das sind keine Einzelfälle. Sondern? Sie sind systemisch in unseren Institutionen verankert. Das System selbst funktioniert so, dass es Ungleichheit produziert. Systemisch. Wow. Okay, das waren 15 echt mächtige Wörter. Absolut. Und wie versprochen, bringen wir das jetzt alles in einen Zusammenhang. Richtig. Bleibt bis zum Ende, hier ist nämlich unsere Mini-Story. Wir haben hier alle 15 gelernten Vokabeln eingebaut, damit ihr sie im echten Kontext hört. Ich fange mal an. Also, die Geschichte handelt von zwei Nachbarn, Clara und Tom. Clara kommt aus gutem Wohlstand und ihre Herkunft gab ihr das Privileg einer tollen Bildung. Okay, sie hatte also gute Startbedingungen. Absolut. Ihr Motto war deshalb auch immer, wer hart arbeitet, schafft alles. Sie ist fast schon besessen von ihrer Karriere. Verstehe. Und Tom? Tja, Tom hingegen lebt in einer prekären Situation. Er arbeitet extrem viel, bleibt aber trotzdem arm. Die soziale Schere zwischen den beiden ist wirklich spektakulär. Wahnsinn. Und das im selben Haus? Genau. Clara fängt dann irgendwann an, über Toms Situation zu brüten. Aha, sie denkt nach? Ja, sie merkt nämlich, dass das System Tom unweigerlich benachteiligen muss. Besonders weil die Stadt auch noch hohe Strafen für zu spätes Zahlen von Rechnungen verhängen kann. Das ist dieses Teufelsrad. Exakt. Es ist ein systemisches Problem und gleichzeitig spekulieren reiche Investoren mit den Wohnungen in ihrem Viertel. Die Mieten steigen und steigen. Das macht Toms Leben noch schwerer. Wie geht es aus? Clara ändert ihre Sichtweise komplett. Sie versteht, dass sie ihre eigenen Vorteile nutzen muss, um andere aktiv zu fördern. Oh, das ist schön. Ja, sie gründet eine Nachbarschaftsinitiative, um Menschen wie Tom endlich echte Chancen zu geben. Eine tolle Geschichte, die alle Wörter super verbindet. Finde ich auch. Ihr habt beim Shadowing mitgemacht und die Wörter im Kontext gehört. Ein sehr gutes Training für euren Alltag. Total. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres Deep Dives für heute. Wir hoffen, ihr konntet viel mitnehmen. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Das hilft enorm beim Lernen. Genau. Übung macht den Meister. Abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über Migration und Integration. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.